Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Reaction-Video auf dem ID-Kanal. Heute schauen wir uns, Leute, die krassesten Pranks an, Freunde, die es gibt auf dem Kanal von Trans Central. Wir schauen auf jeden Fall rein, Leute. Lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir legen los. These are the scariest pranks in the world. Consider yourself lucky you're not this person or this person. Alter. Jo, okay, was gehen jetzt schon ab? Die ersten Sekunden, das wird auf jeden Fall crazy. Or you see where I'm going with this. Alter. With so many people terrified of Natürlich, wie gesagt, auf Englisch, aber Leute, ihr wisst Bescheid. Wenn es was Wichtiges gibt, man kann es sehen und ich erkläre es euch. elevators, it seems like a pretty obvious place to stage a prank, but this one really did. Oh, ein japanischer Aufzug. Leute, wenn ich ehrlich sagen kann, wenn ihr in Japan seid, geht nicht in Aufzüge rein. Also es gibt immer so Game-Shows. Guck mal, diese Game-Shows in Japan sind immer legendär. Immer mit richtig vielen Texten und so. Und es gibt immer mindestens eine Facecam, immer einer, der reactet auf den Prank. Get creative. Wow! Instead of doing something obvious, like pretending the elevator was stuck, this Japanese show got a little creative. The producer escorts their victim to the elevator, but the second they step inside, this happens. Alter, ja, der Blick, Alter, den hätte ich auch. Wo stürzen die eigentlich rein? Ist das so ein Schaumstoffbecken mit wie in einem Freizeitpark? Wie ist denn das genau? Weil das muss ja wirklich überwacht sein. That's definitely something you can never prepare for. Wow. And why would you? Alter. Ey, aber ich hätte schon Bock, da einmal reinzugehen. Ich will gern wissen, was da unten ist. And if that wasn't enough of a shock, they then find themselves on an underground slide, covered in Okay, ich habe vergesst, was ich vor 5 Sekunden gesagt habe. Vergesst, was ich vor 5 Sekunden gesagt habe. Ich habe keinen Bock, meine ganzen Klamotten, wenn ich komplett in Schleim bin. Yo. some kind of mysterious goo. New fear unlocked, anyone? Der hat sich verabschiedet. These tourists in China probably thought that walking on this glass bridge was scary enough on its own. They clearly had no idea what was in store for them. In hindsight, I'm sure you know it's a prank, but I can't even imagine. Oh, Junge, aber das ist eine echte Reaction gewesen. Während die Freundin, Frau oder Mutter, die hat einfach gar nicht reagiert. Die dachte sich so, Sohnemann, was machst du da schon wieder? Haha, Sohnemann, er fällt schon wieder die Glasbrücke runter. Das hat er doch jedes Sommer gemacht. What I'd be thinking if that were happening to me. Take a look at this guy who was just seconds away from losing his iPad. Oh ja, das war... They achieved this amazing illusion by placing real shards of glass and video screens underneath the glass floor and topped it all off with sound effects to make it seem extra real. Funny or cruel? Aber die Soundeffekte sind jetzt nicht das krasseste. Also ich würde da schon eher so, Apple mal fragen, ey, könnt ihr einmal von diesen Lautsprechern richtig viele da reinpacken? Apple macht, Leute, Real Talk, Apple macht die besten Mobile-Lautsprecher, also wahnsinnige Soundqualität. I'll leave you to be the judge of that. Picture this. You're sitting in an empty office, just waiting around for something to happen. Oh, wieder eine japanische Gameshow. Leute, diese japanischen Gameshows. Oh, Mann. And suddenly the entire desk slides open. What do you do? Und dann guckst du so rein. Some people would make a run for the exit as quickly as possible. These people, on the other hand, made the mistake of being curious enough to stay and... Oha! Oha! Yo, mit welcher Geschwindigkeit wird dieser Kuchen abgeschossen? Das ist ja übelst mies. Look, that's exactly what the pranksters wanted. Okay, es ist kein Kuchen, es ist Sahne. Es ist einfach Sahne. Aber die Augen haben ja nicht mal Reaktionszeit, um darauf zu reagieren. Das heißt, du wirst diese Sahne in deinen Augen haben. Oh. Gut, dass der eine Brille hat. It looks like it got everywhere too. That guy must have been glad he was wearing glasses, although he doesn't seem very happy about any of it. In the old days, all you needed for a good prank was a telephone, but those were simpler times. If you want to execute a really great prank now, you probably need to look into purchasing an extremely realistic dinosaur. Oh mein Gott, so ein Dinosaurierkostüm. Aber ey, der sieht ziemlich gut aus. Also ihr kennt doch bestimmt diese aufblasbaren Dinosaurierkostüme mit diesem Dino-Kopf. Und da gab es ja jemanden, der bei Ninja Warrior einfach mit diesem Dino-Kopf versucht hat, weit zu kommen. Und der hat es dann irgendwie geschafft, so ein paar Level. Also, wow, mein Kaffee. That's going to be pretty expensive, but there's one big benefit to a moving dinosaur. It seems to terrify just about everyone. Der sieht so gut aus. Der sieht ja richtig gut aus, Leute. Even though dinosaurs have been extinct for millions of years, hat die Frau eine Perücke?
to terrify just about everyone, even though Yo, die Frau hat sich so erschrocken, dass einfach ihre Perücke abgefallen ist. Hier, guck. Oha. Yo, meine Haare. Junge, hier stehen die Haare so richtig zu Berge. Millions of years, there's just something unsettling about a prehistoric beast chasing us down a corridor. I'm sure these people would agree. Maybe cornering yourself on the ground isn't the smartest move either. There's always more than one way to do something, but the choice usually... Ich mag Japan. Also ich finde die Kultur da nice. Ich finde diese Game-Shows voll cool. Selbst da mitzumachen natürlich nicht. Aber ey, das Coole ist, diese Leute, die wissen, über sich lachen zu können, ne? So, das würde ich mir auch von hier wünschen. Dass man auch nicht sich immer beleidigt fühlt oder so, wegen Kleinigkeiten. Also jetzt nicht wegen großen Sachen, das ist berechtigt, aber wegen Kleinigkeiten. Einmal mal ein bisschen Spaß haben, ein bisschen was nicht ernst nehmen, über sich selbst lachen und hier, immer Humor haben so. Viele würden sagen, ey, das kannst du doch nicht machen. Diese teure Brille, die mit diesem Schaum zerstört worden ist, Anzeige ist raus in Deutschland. Aber in Japan, ey Leute, hier hast du einen Huni und wir bezahlen dir die neue Brille. Dafür bist du der Star in unserer neuen Game Show. So soll's sein. It comes down to what you're really trying to achieve. For example, if you wanted to terrify someone in an elevator, you could just have the whole floor open up and eat them. But that wouldn't sell very many TVs. What LG wanted to do instead... Ah, es geht hier um Werbung. Oh, okay. LG will ihre Fernseher zeigen. Ja, das war's. ...was make it look like the floor of the elevator was falling away. You know, to prove how good their TVs are. Ironic. Ja, also, okay, es sieht ein bisschen real aus. Noch krasser wäre es, wenn diese Fernseher alle einen 3D-Effekt hätten. Dann, also ohne Brille, dann hätte ich schon geglaubt. Some victims even tried to find a safe tile to stand on, sometimes scrambling to the other end of the elevator. I'm just glad I didn't need to experience this for myself. If you've ever watched The Ring, then you'll know just how terrifying it is. The movie creators put together the Oh, ja, aber das merkst du doch sofort. Also das merkst du doch sofort, dass da ist ja keine Glasscheibe. Das siehst du ja schon, wenn du von einem Winkel kommst, dass der Fernseher ein Loch drin hat. Sieht man doch. Perfect set for a scary prank. Okay, ja gut, das ist dann schon ein bisschen was anderes, weil der Fernseher wird dann ausgefahren. Das ist schon okay, ja. Least expected it, the screen pulled up without them noticing, leaving a gap for the actress to crawl out and scare the... Oh, okay. Das ist ein guter Prank. Ich nehme es zurück, Leute, das ist ein guter Prank. Die sehen sich hier The Ring an, ja, zumindest den Charakter, und dann kommt er einfach aus dem einen Fernseher raus. Life out of the unsuspecting victims. Oh my God. Oh my God. Honestly, I think those people handled that quite well. Most of them anyway. Ey, der Dude, der hat richtig gute Naturreflexe. Der hat The Last of Us gespielt. Der weiß, ey, ich mache hier ein Hindernis, damit ich Zeit gewinne. Der Typ ist ein wahrer Überlebender. Er weiß, wie man überlebt. Imagine you're a technology company. What's the best way to prove that your TVs have the highest quality screens on the market? LG's headquarters in Chile came up with an ingenious joke. They gathered people for a job interview. Oh, okay, also es ist ein Fernseher, ein Bewerbungsgespräch, aber ich meine, da wäre sie ja selbst drauf gekommen, dass da kein Fenster ist, weil sie ja weiß, auf welcher Seite die Fenster waren. Wir werden es mal sehen, ne? Aber wenn sie ein Bewerbungsgespräch macht, ja. Filled the office with hidden cameras and set up one of their TVs so it looked like a window. Job interviews are stressful enough. They're far worse when a meteor suddenly appears. Oh, die haben Erdbeben dazugefügt. Okay. Die haben Erdbeben mit dahin gefügt. Alter. Most of them took it well, except for that one guy. I think I'm on his Oh nein. side though. Some people really know how to create drama. But the TNT network might have just overshadowed every other drama queen on the face of the earth. In 2013, the company erected a suspiciously large button in Belgium, inviting unsuspecting people to push to add drama. Some people just walk by, but some brave and curious people press the button. Once that happens, all heck breaks loose. Oh, ist das so eine Art Panic-Button, ne? Mit so Special Effects.
Da passiert einfach irgendwas. Ah, ich wäre so einer, der den Knopf gerne drücken würde. Aber ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde. With staged fights and gunfire breaking out in the town, Yo. bikini babes on motorcycles tore up the street and anarchy erupted. Alter. Einfach eine dicke Game Show. The best part of the video is the reactions of those who set it off. Participants look around stunned as the action unfolds, trying to come to terms with the fact they caused it all to happen. This prank show wanted to see what would happen if they glued people to... Ey, ich meine, guckt euch das an. Die lachen darüber, so schadenfroh. Warum ist das in Japan so akzeptiert und nicht bei uns? Ich wünsche mir so eine Game Show. Ey, ich wünsche mir sowas wie Takeshis Castle, so mit Leuten, die so rumfallen und die lachen können und am Ende nicht sauer sind und so. To the floor. Imagine, there you are just minding your own business. 1 minute you're getting along with your day, the next you're stuck to the ground. But there's more than one way to achieve a sticky floor prank. Plan A is to trap ordinary people on the street as they go about their day. Then there's the more extreme method. Place a tray of sticky goo behind a closed door and just wait for the next victim. The highlight's definitely their previous victim sitting on the sofa covered in... Der Blick. Es ist so ein Blick von einem Samurai, der sagt, morgen bist du dran. Du wirst es nicht mal merken. Goo. He didn't even try to warn him. Here's something you almost never think about. Drinking fountains. Sure, they're a handy thing to have around, but they're not exactly going to take up a lot of space in your thoughts. Ja, yo. Einfach wieder eine japanische Game Show. Until something like this happens to you. This prank show set up a drinking fountain with a twist. To catch unsuspecting people by surprise, and it definitely worked. Einfach eine Fontäne. Whoa. I don't know if you've ever had water sprayed up your nose at high pressure. Whoa. But it's definitely not pleasant. I wouldn't go near that fountain again, but these people are clearly a little braver than me. Most of them go in for another try. Junge, sein Hut, seine Kappe, ist es geil. It doesn't seem worth it, but you've got to admire their dedication. Oh, ey. Er hat es immerhin versucht. Er hat es versucht, den Wasserstrahl so zu kontrollieren. Der Typ ist ein Feingefühler. The Indiana Jones films are iconic. They're a part of our culture, but even in iconic films like that, there are moments that stand out and take a life of their own. You probably already know where I'm going with this. This girl got to reenact that iconic moment, whether she wanted to or not. Honestly, it really does look genuinely frightening, especially since that's the last thing you expect when walking down a corridor. At least they were kind enough to give her something soft to land on. Even in a world of clever pranks, some are just a little more intelligent than others. The creators of the Invisible Man movie obviously know how to scare people, but it's quite different to execute that in real life. As part of their press, they decided they were going to give journalists a taste of what it would be like to really encounter the Invisible Man. Let's just say it wasn't the kind of interview they were expecting. Oh my God. Also für so ein Interview werden die Interviewer dann einfach geprankt vom Invisible Man für die Promo-Aktion. Okay. They rigged the interview room to make it look like someone invisible was making things move. The grand finale was a clever reveal of the Invisible Man standing up behind the curtain. The people who stayed in the room deserve a medal. So, you're a yogurt company that needs to get an advertisement done. What's the best way to get people to eat yogurt? With a bear, apparently. Chobani decided they'd recreate their famous bear-centered Super Bowl commercial by setting a bear loose in New York City. Alright, not quite. They actually unleashed a man in an animatronic bear suit onto the streets to frighten unsuspecting members of the public. Also ich finde sowas immer so ein bisschen gefährlich, weil man weiß ja nie. Man weiß ja nie, ob ein Typ in Amerika, weil ihr wisst ja, man kann Pew-Pews mitnehmen, ja, ob sie diese Pew-Pews auch vielleicht benutzen würden, um den Bär abzupewen, ja. Und erst ab dem Moment, wo sich dieser Prank dann unfoldet, weiß man, ob es schlimm ausgegangen ist oder nicht. Deswegen finde ich es so ein bisschen komisch. Also in Deutschland könntest du es machen, aber man muss auch vorsichtig sein. Es kann ja auch sein, dass ein Polizeioffizier plötzlich da ist und dann Pew Pew macht, weißt du? And it worked. Aber der sieht halt nicht aus wie ein Bär, also richtig. The only people that seemed more confused than scared were passing children. I guess they just don't understand perfectly good advertising.
Ja, also, ja, okay. War auf jeden Fall ein nice Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne auch ein Abo da, Freunde. Kuss geht raus an den ganzen Support. Lasst uns mal... Wir haben schon die 111.000 Abos geschafft. Leute, Kuss geht raus. Vielen, vielen, vielen Dank. Lasst uns mal 120 oder 125.000 Abos schaffen, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. IDs raus, haut rein und ciao.